67 Jahre alt und Alfred Engelke arbeitet immer noch. Aber nicht, weil er muss, sondern weil er will. Der Rentner ist nach wie vor für seinen früheren Arbeitgeber Bosch im Einsatz. Das ist der große Reiz, auf Ballhöhe zu bleiben, Erfahrung zu transferieren und mit Menschen in Kontakt zu sein, mit Kollegen. Der gelernte Elektrotechniker coacht seine jüngeren Kollegen und Kolleginnen in der Qualitätskontrolle von Elektromotoren. Er nimmt teil am sogenannten Seniorenexpertenprogramm bei Bosch, intern scherzhaft Mumienservice genannt. Über eine Tochterfirma stellt der Konzern die hauseigenen Rentner projektbezogen per Zeitvertrag ein. Weltweit arbeiten so rund 2000 Senioren in Teilzeit in den unterschiedlichsten Abteilungen. Sicherlich ist auch die Zuverdienstmöglichkeit eine Motivation. Das ist ganz klar so. Meine Beobachtung ist aber mehr die Motivation, weiterhin noch was tun zu können in einer perfekten Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Und die Mischung ist es. Bosch macht auf freiwilliger Basis vor, was künftige Rentner in Deutschland wohl zwangsweise tun müssen: länger arbeiten. Denn die Menschen leben ja auch immer länger. 1972 wurden die Männer im Durchschnitt 67,4 Jahre alt, die Frauen 73,8. Aktuell 78,6 bei Männern und 83,4 bei Frauen. Bis 2060 erwartet das Statistische Bundesamt nochmal eine Steigerung von 3 bis fast 8 Jahren. Für die Menschen wunderbar, für die Rentenkasse in ihrer jetzigen Form aber eine große Belastung. Und die Situation spitzt sich bald zu, weiß Martin Werding, Sozialökonom an der Universität in Bochum. Wir stehen unmittelbar vor einer wirklich heißen Phase des demografischen Alterungsprozesses. Bislang sind bei uns die Erwerbspersonen immer älter geworden, jetzt kommen eben die Babyboomer dann in die Rente. In den nächsten 15 Jahren passiert das und dadurch verschiebt sich die Relation zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern ganz dramatisch. 1965 kamen auf einen Rentner noch 3,8 Beitragszahler. Aktuell liegt das Verhältnis bei 1 zu 1,9. Laut Prognose des Bundesarbeitsministeriums werden im Jahre 2034 auf eine Rentnerin nur noch 1,5 Beitragszahler kommen. Eine Entwicklung, mit der er auch schon in den Nullerjahren konfrontiert gewesen ist. Franz Müntefering hat als Sozialminister und Vizekanzler deshalb die Rente mit 67 vorangetrieben. 2005 wurde es konkret. In den Koalitionsverhandlungen kam dann das Gespräch, was können wir da, was müssen wir eigentlich machen. Und da entstand dann auch der Entschluss, das zu machen, und zwar auf eine Dauer bis 2031, 32. Dann wird das Ganze in Kraft sein. Ab dann greift die Rente mit 67 in voller Höhe. Die Reform unter der ersten Merkel-Regierung führte zu landesweiten Protesten. IG Metall, Verdi, VW-Angestellte, Werftarbeiter gingen auf die Straße. Länger arbeiten, nicht mit uns. Das Grundübel, dass wir bis 67 arbeiten sollen und es nicht können, bleibt. Dabei sei diese Reform der richtige Weg gewesen, meinen Rentenexperten. Künftig solle man Lebenserwartung und Rentenalter automatisch miteinander koppeln. Es geht nicht darum, die Rentenphase kürzer zu machen, sondern zu verhindern, dass sie immer länger wird. Sie sollte sich gleichmäßig verlängern, in dem Maße, wie sich auch die Lebensarbeitszeit verlängert. Das ist ein Gleichgewichtsmechanismus, den wir brauchen werden. Denn der Druck auf die Rentenversicherung wächst. Die Rücklage von aktuell 34,2 Milliarden Euro wird in den nächsten Jahren deutlich abschmelzen. Will man im Umlagesystem bleiben, sind 3 Stellschrauben wesentlich. Man kann den Rentenbeitrag erhöhen, das Rentenniveau senken und das Renteneintrittsalter anheben. An diesen Stellschrauben will im aktuellen Bundestagswahlkampf aber so gut wie keine der großen Parteien drehen. Beispiel höheres Renteneintrittsalter. Kein Hinweis dazu in den Wahlprogrammen. Soll das Rentenalter angehoben werden? Genauso fordert keine der großen Parteien ein niedrigeres Rentenniveau. Dass die Renten künftig also weniger stark steigen als der Durchschnittslohn. Und fast alle sprechen sich gegen einen höheren Rentenbeitrag aus. Mit Ausnahme der Linkspartei, die will das Rentenniveau sogar auf 53% anheben. Wie lässt sich aber dann das Loch in der Rentenkasse stopfen? Der Bund gibt regelmäßig üppige Zuschüsse. In diesem Jahr werden es laut Finanzplanung 106,2 Milliarden Euro sein. So darf es nicht weitergehen, meint Axel Bösch-Supan, der Mitglied in der vergangenen Rentenkommission der Bundesregierung gewesen ist. Wenn man den Bundeshaushalt immer weiter mit der Rentenversicherung belastet,
Jetzt ist es schon ein knappes Drittel. Das wird ja mehr und mehr. Verdrängt man ja die anderen Ausgaben für Bildung, für Infrastruktur, an allen Ecken und Enden. Klimawandel muss finanziert werden. Deswegen muss man sich also hüten zu sagen, das ist sozusagen eine Kuh, die man beliebig melken kann. Nein, das kann man eben nicht. Ein Vorschlag der Parteien, alle außer der FDP wollen mehr Beitragszahler schaffen, indem künftig auch Selbstständige in die Rentenversicherung einzahlen. Oder Beamte. Oder Politiker. Oder mehr Zuwanderer kommen. Neben den großen 3 Stellschrauben Rentenbeitrag, Rentenniveau und Renteneintrittsalter gibt es also viele weitere Möglichkeiten. Mehr Beitragszahler, Steuerzuschüsse, mehr Frauen in Vollzeit bringen, Betriebsrenten stärken oder die Einführung eines Staatsfonds. Das Prinzip, dass man an allen Stellschrauben ein wenig dreht, das ist das wirklich Wichtige. Dass man sich nicht auf eine Stellschraube konzentriert, sondern alles, was man an Mitteln zur Verfügung hat, einzusetzen, damit keine einzige der Stellschrauben einem besonders wehtut. Einen Teil der Rente könnte der Staat auch in Wertpapiere anlegen und selber verwalten. Diese Idee eines Staatsfonds greifen Union, FDP, Grüne und SPD auf. Die Grünen nennen das einen Bürgerinnenfonds. Die FDP spricht von einer Aktienrente, die Union von einer Generationenrente. Das ist eine kapitalgedeckte neue Säule für die Rente, die von Beginn an, das heißt von Geburt an, angespart werden muss. Wir legen Geld zurück, das verzinst sich und das reduziert später die Lasten, die etwa der Steuer- und Beitragszahler leisten muss. Einen Staatsfonds wollen alle großen Parteien. Nur Linke und AfD haben dazu nichts in ihren Wahlprogrammen stehen. Alfred Engelke kann sich die Diskussionen entspannt angucken. Ihn würde eine Reform nicht mehr betreffen. Bei Renteneintritt vor 3 Jahren war er froh, dass er weiterarbeiten konnte. Ich sage mal, so ein bisschen Action hat mir dann gefehlt. Ja, und erst darüber habe ich dann gemerkt, ja, eigentlich ist es doch etwas, was ich erstens hochmotiviert mache und auch gerne in Teilzeit weiter praktizieren würde. Derzeit arbeitet er einen Tag, manchmal 2 Tage pro Woche. In ein paar Jahren wäre er dann reif für die Rente mit 70. Dann habe ich auch den Unterdruck, ansonsten habe ich eine Leckage. Und bei Leckage Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.